Also wir haben 2018 das Projekt Papierlose Fabrik gestartet, die Integration von Papier aus der Fertigung in unser eigengestricktes MES-System, was wir selber in-house programmiert haben und auch in-house pflegen. Und in dem Zuge war es einfach nur die logische Konsequenz, dass wir sämtliche externen PCs durch unsere eigenen M-Boxen ersetzen. Und auf unserer M-Box-Plattform läuft jetzt unser komplettes MES-System in allen Werken zentral. Der Vorteil von unserem Box-PC ist, dass sie speziell für die Industrieumgebung ausgelegt sind. Das heißt, sie sind komplett lüfterlos, sie sind für einen 24/7-Betrieb ausgelegt und können damit dementsprechend wirklich eine Fertigung, die automatisiert 24 Stunden am Tag durchläuft, optimal unterstützen und bildet so den Knotenpunkt für den ganzen Datentransfer. Also hier geht es wirklich um extreme Belastung, sind natürlich auch extreme Temperaturunterschiede, die mit kompensiert werden können, was jetzt so der klassische Consumer-PC natürlich nicht abbilden kann. Eine M-Box ist ein super kompakter Industrie-PC mit genau dem, was ich brauche und kein bisschen mehr. Die M-Box, die ist multiflexibel einsetzbar. Einmal durch das modulare System kann ich mir relativ gut zusammenstellen, okay, was brauche ich denn an Performance, was muss die M-Box an Leistung auch erbringen können. Dann ist halt das Tolle, gerade für den Industriebereich, es ist lüfterlos. Das heißt, ich habe halt auch keine irgendwelchen Luft- oder Staubentwicklungen an der Stelle. Der Bauraum ist sehr klein. Also es, glaube ich, gibt einfach keinen Bereich, wo man die M-Box nicht einsetzen kann. Also wir aus der Business Unit TQ Embedded mit Modulen, aber auch modularen Systemplattformen haben sehr schnell gesehen, dass unsere Embedded-Technologie eigentlich bei uns im Haus optimal einsetzbar wäre. Dort, wo eigentlich Standard-PC-Technik gefragt ist von der Funktion, aber wo es einfach robuster zugehen muss, zuverlässig zugehen muss, Stillstandszeiten vermieden werden müssen, da kommt dann unsere PC-Technologie, unsere Embedded-Module in Form von Box-PCs zum Einsatz. Also bei der Integration von den M-Boxen waren wir unser eigener Pilotkunde. Wir hatten die gerade fertig entwickelt und waren sozusagen der erste Kunde, der die dann aktiv einsetzt. Und ja, wir hatten ein bisschen Sorge bezüglich der Menge von 150 PCs, die wir innerhalb von 4 bis 6 Wochen in unsere Fertigung integrieren wollten, ob da alles eben rund und glatt läuft. Es gab schon Herausforderungen. Klar, man musste erst mal sich entscheiden, was wollen wir tatsächlich haben. Das ist ja auch ein großer Blick in die Zukunft. Von der Technik war jeder überzeugt. Aber wie geht die ganze Abwicklung, welche Feature-Sets braucht man, wie kann ich es mit der IT-Abteilung abwickeln, wie kann die Produktion überhaupt die Geräte intern zur Verfügung stellen. Ich meine, das ist ein System, was wir gerade frisch entwickeln, unser MES. Das heißt, es wächst natürlich auch. Das heißt, wir mussten auch eine Hardware auswählen, die entweder bereits die nötigen Reserven haben oder hat, dass wir die in Zukunft nutzen können, oder aber eine Hardware, die wir einfach aufmotzen können mit der Zeit. Das heißt, wo man halt einfach noch mehr Performance rausholen kann. Das war dann auch eine der Hauptgrundlagen, wo man gesagt hat, die M-Box ist dafür genau geeignet, weil man halt einfach modular dort einfach ein anderes Modul aufstecken kann oder den Arbeitsspeicher erweitern kann. Das ist die richtige Software drauf, kann auch nochmal zusätzliche Software mit aufgespielt werden, je nach Anwendungsfall. Und so hat man wirklich das optimale Paket schon zusammen und hat dieses Thema Workload Consolidation, also viele Aufgaben mit einem einzigen Gerät zu lösen, optimal umsetzen können mit wenig Aufwand. Es hat alles sehr, sehr gut funktioniert und die schnurren. TQ steht ja für Technologie in Qualität und dementsprechend nutzen wir unsere Eigenprodukte, dass wir genau dieses Qualitätsniveau erreichen. Für uns die optimale Lösung, bei uns produziert, bei uns entwickelt und dementsprechend überall, wo es geht, findet man auch bei uns im Haus die passenden TQ-Technologien im Einsatz.